Guten Morgen zusammen zu einem weiteren Video, diesmal ein Auftragsvideo. Dieses Video ist für meinen Papa, der sich gewünscht hat, dass ich dieses Video vielleicht noch drehe. Denn dieses Video hier an der Algarve oder diese Strecke hier an der Algarve, die läuft er sehr gerne, wenn er hier ist. Und deshalb halte ich das heute filmisch fest. Dann können wir uns immer an dieses schöne Küstenstück hier erinnern. Und das ist gar keine weite Strecke, die ich laufe. Das sind hier am Anfang entlang der Straße. Völlig verrückte Straße, sage ich gleich noch mal was zu. Und laufe dann gleich unten am Meer, an der Küste wieder da entlang zurück. Bis nach da hinten, das ist der Strand São Rafael. Die Straße geht hier entlang von nur einigen wenigen Häusern. Es war vorher ein halbwegs ordentlicher Schotterweg und der hätte es auch vollkommen ausgereicht, auch für die Zukunft. Jetzt haben sie eine tolle Straße draus gemacht und was ist passiert? Die Straße ist abgesackt und jetzt ist die Straße gesperrt hier vorne, zeige ich euch. Und insofern, gibt es hier eine schöne, breite, asphaltierte Straße, die aber so gut wie von niemandem genutzt wird. Was aber auch ganz gut so ist. So, die Straße hier geht im Übrigen entlang einiger sehr schöner und luxuriöser Villen entlang. Zeige ich mal ein paar von. Und zudem auch hier unten links dann mit Blick auf den Hafen die neue Marina von Albufeira. So neu ist sie inzwischen auch nicht mehr. Aber ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. 10, 20 Jahre jetzt alt. Sehr touristenrummelig, aber trotzdem ganz nett. Ja, unglaubliche Prachtvillen, die es hier gibt. Und jetzt sind wir am neuen Fischerhafen. Hier vorne, das ist der neue Fischerhafen von Albufeira. Der alte Fischerhafen ist da hinten am Strand, am Praia de Pescadores. Aber da erzähle ich im anderen Video drüber. Ich verlinke das mal hier oben in der Ecke. Das ist im Video über Albufeira. Da erzähle ich noch ein bisschen was. Ja, und eigentlich soll die Küste hier in Portugal unverbaut bleiben, sodass man immer an der Küste langlaufen kann. Es gibt so einen Schutzstreifen für die Natur, der nicht bebaut werden darf. Aber hier vorne geht das leider nicht mehr. Hier sieht man, das sind einige der Villen, die ich gerade gezeigt habe. Und hier unten lang kann man vielleicht gehen, aber da traue ich mich wahrscheinlich nicht gleich lang. Aber wir gehen dann gleich hinter den Häusern und dann hier unten dann wieder entlang zurück quasi. Ja, toller Spot hier. Wahnsinn, die Farben vom Blau und des Meeres. Unglaublich schön. Und dann diese Felsen hier vorne. Ne? Das Weiß, das Gelb, das Rot. Und dazu das satte Grün von der Vegetation. Und im Frühjahr sind hier noch jede Menge Blumen. Hammer, richtig schön.
So, jetzt musste ich wieder ein Stückchen an der Straße zurück, aber jetzt geht es direkt zu der Küste und dann auch an der Küste weiter bis zum Strand São Rafael. Und hier ist direkt eines der geologischen Highlights auf dieser Strecke, nämlich die sogenannte Bibliothek, oder mein Vater nennt es den Grand Canyon. Den schauen wir uns jetzt mal an. Der kommt jetzt hier. Da kommt er jetzt. Ja, und das heißt hier vorne Bibliothek, weil man so ein bisschen in die Entstehung der Erdgeschichte hier reinschauen kann. Müsste man ein bisschen bewanderter sein als ich in der Geologie, aber man kann hier verschiedenste Gesteine erkennen. Mit den roten Steinen, gelben, weiße. Also sind verschiedenste Steine, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Also man kann hier so einen Blick in die Erdgeschichte quasi riskieren. Und warum mein Vater das Grand Canyon nennt, das erschließt sich vielleicht besser, wenn wir unten sind. Wir gehen jetzt gleich runter und gucken uns das an. Im Übrigen ist hier vorne ist abgesperrt. Vor 20 Jahren konnte man hier noch langlaufen. Und mein Vater hat damals versucht, auch zu verhindern, dass das hier gesperrt wird. Aber der Eigentümer von dem Grundstück hat sich am Ende durchgesetzt und hat das Ganze hier abgesperrt. Es erodiert auch immer weiter, also es geht immer weiter zu seinem Grundstück hin. Von daher nachvollziehbar ist es schon. Ja, ich glaube, hier kann man erkennen, warum mein Vater es Grand Canyon nennt, oder? So, jetzt bin ich aus dem Grand Canyon wieder ein Stückchen hochgestiegen. Und hier vorne sind jetzt wieder die Villen, an denen man hier unten nur schlecht dran vorbeikommt. Das heißt, ich werde jetzt hier wieder drehen, durch den Canyon wieder zurück und dann die Küste lang weitersteigen.
Ja, und das ist er, der Praia dos Baleares. Nicht besonders gut zum Schwimmen geeignet, sind sehr felsiger Untergrund hier vorne, sehr niedrig, aber sehr hübsch anzuschauen mit den Felsen im Wasser. So, das soll es auch gewesen sein. Lieber Papa, ich hoffe, es hat dir gefallen. Alle anderen hoffentlich auch. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Leben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!